Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute erkläre ich euch in diesem Video, was der Druide alles drauf hat, was seine Fähigkeit bewirkt und was ihr sonst noch so über den Druiden wissen müsst, wenn ihr ihn spielt. Das alles gebündelt in diesem Video. Und ja, es sind ja anfangs ein paar Fragen aufgekommen, was der Druide alles kann, was er nicht kann. Und das werden wir heute in diesem Video auseinandernehmen. Es gibt ja zwei Klassen, zwischen denen der Druide switchen kann. Man kann ja ab Stufe 10 kann man sich die erste Maske holen, die der Druide aufsetzen kann. Das ist einmal die Bärenmaske und ab Stufe 25 kann man die Katzenmaske aufsetzen. Das sind zwei verschiedene Masken, die er hier nutzen kann, und er kann die beide auch abnehmen. Dann hat man hier nur den Druiden, und jetzt zeige ich euch mal, was das Ganze hier für Vorteile hat oder auch für Nachteile. Und ja, wofür die Masken auch noch gut sind. Hier haben wir erstmal nochmal alle Masken im Überblick. Ja, es sind im Prinzip alles, also das sind alles verschiedene Masken, aber es zählen wirklich nur zwei Masken, und zwar die Bärenmaske und die Katzenmaske. Es gibt so viele Masken hier, weil es auch verschiedene Rassen gibt, und das ist eigentlich so der große Unterschied. Ich kann euch das hier mal zeigen. Wir haben jetzt hier diese Bärenmaske auf, und wenn ich jetzt mal zum Beispiel auf ja, die Menschen gehe, dann haben wir hier so eine, was hatten wir da? Eine Bärenmaske. Hier haben wir so eine Art Panda oder sowas. Was haben wir hier? Zwerg haben wir hier auch irgendwas. Bei ihm war das hier der Typ gewesen. Bei ihm haben wir das hier. Ja, also es sind alles die verschiedenen Masken, die wir hier in der Overview haben quasi, ne? Und die gibt es halt alle auch für die Katzenversion, und deswegen, ja, das sind so wirklich nur optische Unterschiede für die Rasse. Und jetzt zeige ich euch mal, wofür die Katzenmaske gut ist und wofür die ja, Bärenmaske gut ist. Und zwar, da gehen nochmal Shoutouts raus an den Tavernen-Discord. Wer da gerne drauf joinen will, ihr könnt das jetzt ja hier über Hilfe und Support hier unten finden. Und da findet man auf jeden Fall sehr viele nützliche Dinge. Und zwar haben wir hier erstmal eine kleine Grafik dazu, was der Druide alles kann und was er nicht kann. Ja, und zwar mit diesen zwei Masken kann er nämlich zwischen insgesamt 3 Klassen umher switchen. Einmal seine Druidenklasse, das ist quasi ein Magier mit weniger Schaden. Dann halt kann er mit der Bärenmaske zu einem Krieger werden und mit der Katzenmaske zu einem Kundschafter, ja, und das kann man hier ganz gut erlesen. Hier oben fangen wir am besten damit an. Also er kann mit den Masken quasi ausweichen oder halt also die Fähigkeit von dem Kundschafter annehmen oder halt blocken und somit die Fähigkeit von einer Kriegerklasse annehmen. Also hat er insgesamt 3 Fähigkeiten. Das Ganze hat aber nicht nur Vorteile, es hat auch ein paar Nachteile. So, dazu kommen wir jetzt auch noch gleich. So, das sind im Prinzip die beiden ersten Stichpunkte. Der nächste ist, dass du einfach so zwischen den Masken hin und her switchen kannst. So, ne? Ab Stufe 10 schaltest du die erste frei, ab Stufe 25 die zweite. Das Main-Attribut wird davon allerdings nicht betroffen. Also Main-Attribute does not change when changing masks. Und das Main-Attribut ist halt Intelligenz in dem Falle, weil du halt damit anfängst. Bis Stufe 10 bist du halt wirklich sehr, sehr schwach unterwegs, weil du als normaler Druide, so jetzt in der Druidenform, bist du halt ein Magier, aber ein etwas schwächerer Magier. Und zwar teilst du nur 33% von dem Magierschaden aus, hast dann dafür den zweifachen, also hast doppelt so viel Leben quasi, und hast die 10% Damage Reduction. Das sind halt die 10% Rüstung, die halt ein Magier annehmen kann. Ihr dealt aber, wie gesagt, nur 33% von einem normalen Magier. Also ihr könnt niemals das volle Potenzial eines Magiers erreichen. Da ist das so ein bisschen gekappt. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel von der Magierklasse, dem Druiden, zu dem Bären wechselt, hier, also zum Krieger, dann seht ihr das schon anhand meiner Ausdauer. Die geht hoch und mein Rüstwert geht auch schon hoch. Ja, das liegt daran, weil Bäre ist gleich Krieger. So, jetzt kommen wir aber mal hierzu. Weapon Damage Scaled Down to Krieger, zur Kriegerwaffe. Das heißt, wenn ihr die Bärengestalt annehmt, ja,
dann dealt ihr nicht mehr den Schaden, die 33% eines Magiers, sondern ihr habt jetzt quasi eine Kriegerwaffe in eurer Hand, wenn ihr die Bärenmaske annehmt. Ja? Ihr habt eine Kriegerwaffe hier. Also der Schaden geht dadurch ein bisschen runter von der Waffe. Ja? Dafür habt ihr aber halt einen fünffachen oder fünfmal so viel Leben. Also ihr habt das Leben eines Kriegers quasi, so wie ihr hier das Leben eines Magiers habt ihr hier jetzt das Leben eines Kriegers. Das habt ihr ja gesehen anhand der Ausdauerwerte hier. Und ihr habt halt eine 25%ige Chance zu blocken. Das heißt, in dem Falle, die Bärenmaske wäre hier euer Schild quasi. So, wir können das ja mal ausprobieren und wollen auch vielleicht gleich mal noch Stufe 25 erreichen, live hier in dem Video, damit wir, jetzt hat er halt geblockt, ne? Damit wir hier auch die nächste Klasse oder die nächste Maske, besser gesagt, freischalten können. Und ja, da haben wir nochmal geblockt. Ja, keine großartige Animation, aber es ist halt eure Bärenmaske, die das Ganze hier veranstalten lässt. So, also das dazu. Jetzt habt ihr hier quasi gesehen, das ist der Bär. Ihr könnt aber auch mit dem Druiden angreifen, dann seid ihr jetzt quasi ein abgeschwächter Magier. Macht meines Erachtens aber keinen Sinn, das Ganze so zu nutzen. Wie gesagt, es ist halt, ja, ihr seid halt nur ein schwächerer Magier, also die Druidenform bringt euch in der, ja, also bringt euch so jetzt wirklich nicht großartig weiter, es sei denn, ihr klemmt an irgendeinen Dungeon fest oder so, wo ihr jetzt unbedingt als Magier ran müsst oder so, aber ja, das ist halt jetzt nicht wirklich worth. So, ne? Also wie gesagt, Bärenmaske ist gleich Krieger und ja, Armor from Gear is increased by 100%, also ist halt so wie beim Krieger halt genauso. So, haben wir die Katzenmaske freigeschaltet mit Stufe 25, dann nehmen wir halt die Gestalt eines Kundschafters an. So, Weapon Damage scaled down to Kundschafterwaffen, also die nehmen quasi, dann habt ihr quasi eine Kundschafterwaffe in eurer Hand, ja, und scaled down, also wird runter geschraubt, ne? Immer, das geht ja immer von der Basisklasse aus und das ist ja euer Magier und der Magier dealt ja am meisten Damage, also mit dem haut ihr mehr Schaden raus als hiermit und hiermit, so, aber ihr habt halt, ne, es ist halt weniger als der normale Magier. Ihr habt halt zwei vollwertige Klassen und eine, ja, halt abgeschwächte Magier-Variante, so. Ihr nehmt dafür aber das Leben des Kundschafters an, mal 4 Health Multiplier, so, und habt eine 25%ige Damage Reduction, das heißt, ihr habt ein 25er Schild, ja, also 25% Schild. Ne, ist nicht ganz so stark wie beim Krieger, weil beim Krieger geht es ja bis zu 50% hoch, beim Kundschafter halt bis zu 25%. Dafür habt ihr aber eine 50%ige Chance halt auszuweichen, wie es der Kundschafter halt macht. Ja, das sind wirklich so die ausschlaggebenden Sachen, die ihr halt über den Druiden wissen müsst. So, und wir versuchen jetzt nochmal hier die nächsten Dungeons zu besiegen, um Stufe 25 zu erreichen. Vielleicht haben wir Glück und schaffen das. Ja, so, jetzt kriegen wir neue Schüchchen. Das sollte dann, denke ich mal, hoffentlich reichen. Wenn nicht, müssen wir gleich vielleicht noch ein bisschen skillen. So, da haben wir noch einen Dungeon fertig. Haben wir nochmal ein bisschen bessere Rüstung hier am Start. Ja, guten Morgen. So, Pots jetzt nicht drauf achten. Das ist jetzt nicht weiter relevant jetzt fürs Video. Ich habe einfach irgendwelche Pots genommen. So, den haben wir und mal schauen, können wir hier irgendwas upgraden? Nee. Mal schauen, kriegen wir jetzt den nächsten hier irgendwie? Ansonsten, jetzt haben wir ihn und so sieht das aus, wenn man dann auch gleich die nächste Maske freischaltet. Herzlichen Glückwunsch, du hast Stufe 25 erreicht. Ja, sehe ich jetzt auch das erste Mal mit dieser Klasse hier. So, Festung haben wir auch freigeschaltet und deine Katzenmaske, trage sie, um Fähigkeiten und Werte ähnlich denen eines Kundschafters zu haben. So, zack. So, jetzt haben wir den vollwertigen Druiden jetzt quasi und können jetzt hier umher switchen zwischen dem Kundschafter, dem normalen Druiden, also dem Magier und dem Bären, den Krieger. Ne? Das sind die ganzen Sachen und jetzt können wir das auch nochmal gleich unter Beweis stellen. Und zwar gehen wir jetzt mal hier in den Dungeon rein.
Wir skillen jetzt nochmal alles. Wie gesagt, euer Hauptattribut ist trotzdem dabei Intelligenz. Darauf müsst ihr halt achten, ne? Dass ihr das trotzdem weiterhin skillt und nicht irgendwie irgendwas anderes hier großartig umher skillt. Das ist halt, wie gesagt, das Wichtigste. So, jetzt gehen wir in den Dungeon rein und sehen, jetzt weichen wir auch aus. Ne? Wir haben jetzt halt, wie gesagt, die Form eines Kundschafters angenommen. Ne? So sieht das Ganze aus hier. Ja, und können jetzt hier versuchen, uns durchzupilzen. So, wir haben jetzt zum Beispiel hier einen Intelligenzgegner. Da ist es halt jetzt empfehlenswert, jetzt vielleicht nicht den Magier zu machen hier, sondern jetzt gehen wir vielleicht auf den Krieger. So, und gucken, ob der jetzt vielleicht besser legbar ist. So, ne? Mal schauen, wie hier so die Versuche aussehen. Okay, relativ schlecht. Wir gehen, ja, Kundschafter bringen uns eigentlich nichts, weil wie gesagt, Magier ja, trifft ja auch den Kundschafter, egal ob der jetzt nun halt, ne, also ja, der Kundschafter kann halt gegen den Magier nicht ausweichen. So, wir haben hier einen Stärkegegner. Hier müssten wir als Kundschafter eigentlich eine gute Chance haben. Ne? Und mal schauen, ob wir den hier down kriegen. Die paar Pilze sind mir jetzt egal, die investieren wir jetzt einfach mal, haben ihn geschafft. Kriegen als nächstes einen Geschickgegner. So, mal schauen, wie es hier aussieht. Geschick gegen Geschick. Da würde ich dann tatsächlich eher den Druiden bevorzugen. So, aber wie gesagt, der Druide ist halt wie gesagt ein bisschen schlechter, haut dafür aber halt deutlich mehr Schaden raus. So, wir können ja mal gucken, was haut er hier so raus an Schaden. Hält natürlich auch deutlich weniger aus, so wie man hier sieht. 1600 hat er jetzt mal rausgehauen. Vielleicht nochmal ein Hit. Okay, zwischen 1000, 3000er Crit jetzt, 2000. Gut, jetzt switchen wir mal auf den Krieger und schauen mal jetzt. 1500, okay. Aber wir kriegen halt deutlich weniger Schaden. So, ne? Also er dealt halt ungefähr den gleichen Schaden, so halt trotzdem weniger, aber es macht halt wie gesagt wenig Sinn, auf dem Magier zu bleiben. Entweder geht er auf den Kundschafter oder halt auf den Krieger. Es macht aus meiner Sicht momentan am meisten Sinn. So, und ja, das ist halt, es könnte in Dungeons halt wirklich sehr wirksam sein, kommt halt drauf an, ne? Vor welchen Gegner man steht und so. Also deswegen, ja. So, wir sind jetzt hier Schluss. Jetzt ist vorbei mit den Pilzen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, denn ja, das Video ist jetzt an der Stelle auch vorbei. Ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen einen kleinen Einblick verschaffen in die ganze Thematik des Druiden hier. Wie gesagt, die Masken sind halt wirklich nur so rassenmäßig da, ne? Dass man da den Unterschied halt sieht. Und ja, hier können wir nochmal das Ganze, hier können wir nochmal das Ganze als Kundschafter durchgehen. Ja, wie gesagt, also ich finde auch die Masken ganz cool designt, muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, wie das nachher später auf meinem Profilbild aussehen wird. Aber ja, ist mal auf jeden Fall ein bisschen was Neues. So, aber wie gesagt, hier sind auch nochmal die ganzen Masken in der Übersicht. Gut, das war es soweit zum Video vom Druiden. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.